Hallo lieber Zuschauer! Der Handstand ist eine sehr komplexe Übung und man kann sehr viele Fehler dabei machen. In den nächsten Minuten erkläre ich dir meiner Meinung nach die 3 häufigsten Fehler, die man beim Handstand machen kann. Fehler Nummer 1: Der ungeeignete Aufgang. Ich sehe sehr oft Handstandanfänger, die aus dem Stand direkt in den Handstand gehen und dabei sehr viel Schwung nutzen. Als ich vor ein paar Jahren mit dem Handstand begonnen habe, ist mir dieser Fehler auch oft passiert. Es ist nicht direkt ein Fehler, so in den Handstand gehen zu wollen. Es macht es aber um einiges schwerer, die Balance zu finden und zu halten. Diese Art in den Handstand zu kommen, wird oft von Turnern genutzt und ist eine sehr fortgeschrittene Variante. Dabei wird viel Schwung aufgebaut, der im Handstand wieder abgefangen werden muss. Da viele Anfänger im Normalfall noch nicht viel Zeit im Handstand verbracht haben, wissen sie nicht, wie der Handstand sich wirklich anfühlt und wie sie den ganzen Schwung handhaben sollen. Daraus folgt, dass man sofort wieder umfällt und so gut wie keine Zeit im Handstand verbringt. Mein Tipp: Bring dich, bevor du in den Handstand gehst, in eine geeignete Ausgangsposition. Diese sieht wie folgt aus. Du setzt deine Hände auf dem Boden ungefähr schulterbreit ab. Diese Position erinnert ein wenig an einen Sprinter, der gleich lossprinten will. Nur da wir keinen Sprint machen, sondern in den Handstand kommen wollen, bringen wir nun die Schultern vor die Hände. Du wirst feststellen, wie das Gewicht deines Oberkörpers auf deinen Schultern und Handgelenken lastet. Nun ist schon ein großer Teil deines Körpergewichtes auf deinen Armen. Somit hast du nun ein Gefühl, wie viel Gewicht deine Arme gleich tragen müssen. Wenn du aus dem Stand in den Handstand gehst, hat dein Körper keine Zeit, sich an dieses Gewicht zu gewöhnen, was es auch sehr viel stressvoller macht, den Handstand zu stehen. Wenn du deine Schultern vor deine Hände gebracht hast, befindest du dich in einer optimalen Ausgangsposition. Nun solltest du versuchen, mit wenig Schwung in den Handstand zu kommen. Du wirst auch gleich feststellen, dass du viel weniger Schwung brauchst. Umso weniger Schwung du nutzt, umso weniger musst du natürlich im Handstand auch ausgleichen. Fehler Nummer 2: Du übst nicht genug an der Wand. Natürlich will jeder so schnell wie möglich einen freien Handstand sauber für eine längere Zeit stehen. Nur meistens ist der Körper diese Belastung noch nicht gewohnt. Besonders am Anfang ist es sehr schwer, Muskelreize im freien Handstand zu setzen. Daher empfehle ich dir, besonders am Anfang, aber auch, wenn du schon fortgeschrittener sein solltest, mehr Zeit an der Wand im Handstand zu verbringen. So kannst du auf viel längere Haltezeiten kommen, bessere Muskelreize setzen und an deiner Technik arbeiten. Dein Körper wird sich besser an das Gefühl gewöhnen und du wirst weniger Probleme haben, den Handstand frei zu stehen. Fehler Nummer 3: Du übst nicht genug. Der Handstand ist, wie am Anfang schon erwähnt, eine sehr komplexe Übung. Du brauchst viel Körperspannung, Kraft, Flexibilität und Koordination, um ihn zu stehen. Um ein gutes und stabiles Fundament für den Handstand aufzubauen, braucht es meist sehr viel Zeit. Ich selber verbrachte früher meist nur ein paar Minuten am Tag aktiv im Handstand und fragte mich immer wieder, warum ich nicht besser wurde. Eines Tages erkannte ich dann meinen Fehler. Denn ein voller Tag besteht aus 24 Stunden. Und davon verbrachte ich gerade mal ein paar Minuten aktiv im Handstand. Ich war sehr naiv zu glauben, dass ich dadurch wirklich besser werden könnte. Nun verbringe ich an den meisten Tagen ca. eine halbe Stunde im Handstand und ich merke, wie ich immer besser werde. Keine Sorge, du musst jetzt nicht eine halbe Stunde wie ich im Handstand verbringen, um Fortschritte zu machen. Ich empfehle dir daher, mal genau zu schauen, wie lange du am Tag oder in einer Trainingssession im Handstand verbringst und dann diese Zeit zu erhöhen. Denn wenn du etwas häufig machst, wirst du auch besser darin. Diese Fehler habe ich selber eine sehr lange Zeit gemacht und bin deshalb nur sehr langsam bis gar nicht im Handstand vorangekommen. Daher meine Tipps: Achte auf deinen Aufgang, übe mehr an der Wand und verbringe mehr Zeit im Handstand, wenn du besser im Handstand werden willst. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch einen Daumen nach oben da und teile es mit der Welt, damit auch andere von diesen Tipps profitieren können. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Erfolg bei deinem Handstandtraining. Dein Marcin. Diese Übung wird auf dem Boden ausgeführt und du kannst sie einmal auf dem Bauch und einmal auf dem Rücken ausführen. Sieht unspektakulär aus, ist aber super effektiv. Wenn wir uns mal die Position vom Handstand anschauen,